Ich bin der Wale Bürki von der Firma Rampenlicht Veranstaltungstechnik. Seit 1997 dran mit Eventtechnik, Beschallung, Beleuchtung, Bild und so weiter, die ganze Eventtechnik. Mein Herz aber ist Beleuchtung seit jeher. Ja, ich kreiere am liebsten Lichtstimmungen für Konzerte. Am besten Open Air, bei schönem Wetter, schönen, warmen, lauschigen Sommerabend. Ich glaube, das Schönste, was man machen kann. Also eigentlich geht es in meinem Job hauptsächlich um Emotionen, um Menschen, die zusammenkommen, die ein Gefühl leben. Und wir können das mit unserer Technik unterstützen, indem wir helfen, die Stimmung zu unterstützen. Die Musik kommt vom Musiker oder die Kunst vom Künstler. Wir probieren dort den Rahmen drumherum so zu machen. Und dort können Teil dabei sein, oder? Von Erlebnissen, von Emotionen, eben, von warmen Sommer. Eben. Das ist, ich glaube, das ist das, was am Schluss fasziniert. Die Zusammenarbeit mit allen Beteiligten, oder? Also das geht vom Künstler selber über andere Techniker oder Dienstleister, die dabei sind. Das Publikum, das da ist, das ist alles mit Gefühl. Da ist Adrenalin, das ist Energie. Ich glaube auch, was wir dort beitragen können, ist auch die gewisse Ruhe versuchen reinzubringen. Ja, extrem eine dankbare Aufgabe. Oder? Ich merke schon, wenn wir zurück auf die Frage zu kommen, wie prägt das Event-Business mich? Ja, es hat mich vereinnahmt. Es ist irgendwo auch eine Sucht nach dem. Also ich glaube, wenn du einen Musiker fragst oder einen Schauspieler, der sein Gebiet lebt, das geht uns auch so. Also du bist irgendwo in dem Innen und das lässt dich nicht mehr los. Ja, meine Geschichte in der Eventbranche das ist eigentlich ein bisschen zufällig entstanden. Weil ich im Studium war für Sozial-Sonderpädagogik, habe ich als Nebenjob, wir haben aber gesagt, Kisten schubsen. Bei den Events hat es einfach Stagehands gebraucht, die haben Material auf die Bühne, die Trucks ausgeladen und so weiter. Ich habe vor allem das gemacht als Nebenjob, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und mit der Zeit angefangen, vor allem bei der Lichtabteilung mitzuhelfen. Und irgendwann ist der Punkt gekommen, wo mich jemand gefragt hat, könntest du nicht eine Show Lichteln, das Licht bedienen. Und so bin ich so ein bisschen in das Licht reingekommen. Und dann ist mal jemand auf mich zugekommen und gesagt, du arbeitest doch in diesem Gebiet, wir brauchen einen Lichtoperator für eine Oper. Und ich habe dort zugesagt. Und die hatten zu wenig Material, haben aber kein Budget für selber zu kaufen. Ich habe dann selber mit eigenem Geld noch Material gekauft und so weiter. Als das Projekt vorbei war, hatte ich Material, war aber immer noch im Studium und habe das dann angefangen zu vermieten. Und eigentlich, ja, so ist dann Rampenlicht entstanden, indem ich mal 6 Lampen, glaube ich, und die anfangen zu vermieten. Und dann ist das eigentlich immer gut gelaufen. Ich war immer auch sehr motiviert. Und jetzt ist die Corona-Situation gekommen. Und dann merkt man nachher, wie wichtig das ist, dass man ein gutes Team ist. Also jetzt mit dem Simon, der Arm ist armig, oder? Anfang Februar angefangen zu arbeiten und Ende Februar sind wir in Lockdown. Also dann einen Monat erlebt in unserem Betrieb, der normal Betrieb war. Aber unheimlich motiviert, wie er dabei ist. Und dort merke ich auch mit dem Tino Gucker zusammen, auch mit der Angie, die im Büro arbeitet. Es helfen einfach alle mit. Und wir wissen alle, ja, es wird weitergehen, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Und jetzt geht es darum, dass wir die Zeit hier so gut gestalten, dass wir uns vor allem gut fühlen dabei. Dass es wirtschaftlich im Moment schwierig ist und nicht rentiert,
ist klar, das können wir gar nicht ändern. Aber ein gutes Gefühl dabei haben, das versuchen wir. Die grösste Herausforderung in dieser Zeit ist wirklich die Motivation. Oder? Also, am Anfang jetzt von Corona war klar, da ist der Lockdown, hat man gewusst, jetzt ist mal heute ein bisschen Ruhe und so. Wie gesagt, es ist nicht um die Wirtschaftlichkeit gegangen. Es geht wirklich darum, dass man merkt, hey, ich mache einen Beruf, den ich gerne habe. Wo etwas, also mir fällt es einfach fehlen, den Abend mit der Spannung, mit dem Bass, wo wummert, mit dem Soundcheck, mit dem ersten. Das fehlt. Hoffnung ist ja immer, ich denke auch mit Träumen. Träume gehören dort irgendwo dazu. Oder für mich hat Hoffnung auch mit Träumen zu tun. Ich glaube, das ist etwas vom Wichtigsten, was wir überhaupt brauchen. Oder? Also gewisse Träume haben, die Hoffnung haben, an einen Punkt her oder in eine Richtung zu gehen. Ich glaube, der Punkt ist schwierig. Aber eine Richtung zu finden, die einen erfüllt. Es ist die Erfüllung, die Suche, die Hoffnung auf eine Erfüllung. Also, meine Hoffnung jetzt für den Betrieb oder für mein ganzes Arbeiten, ich glaube, das Wichtigste ist das Vertrauen. Ich vertraue einfach. Es wäre vermessen, wenn ich würde sagen, ich weiss, dass es gut kommt, aber ich vertraue darauf, dass es gut kommt. Oder? Mit dem, was man bewirkt, mit dem, was ich arbeite, mit dem komme ich, das reicht mir. Vertrauen reicht mir. Also es ist ja schön, dass die Vergebung und das Vertrauen wie zusammengehören. Oder? Und vorher habe ich vom Vertrauen geredet und die Vergebung ist genau das Gleiche. Also im Vertrauen darauf, dass wenn du Vertrauen gibst, dann ist die Vergebung wieder angekoppelt. Oder? Und ich weiss genau, dass ich mache Fehler, ich verletze Leute. Unabsichtlich, vielleicht mal absichtlich. Und dort wieder die Hoffnung zu haben, dass sie mir das vergeben können. Dass man mal sagen, ja, Walle, da hast du zwar daneben benommen, aber es ist gut. Das passiert täglich, oder? Im Kleinen. Und ich glaube, dort ist man auf die Vergebung angewiesen. Und ist aber auch aufgefordert, immer wieder zu vergeben, nicht nachtragend zu sein. Vertrauen und vergeben. Und dort bin ich halt sehr, ich weiss, dort bin ich ein sehr optimistischer Mensch und ja, ich versuche alle zu verstehen, ihren Ansichten und ich bin auch immer sehr gespannt, oder, was andere zu erzählen haben, wie sie leben und so. Ich nehme das gerne auf. Also was für mich im Geschäft wichtig ist, und das ist für mich schon länger klar, oder? Das ist der Mensch. Das Wichtigste ist, dass wir ein gutes Team sind, dass wir Leute sind, die einander vertrauen, die einander vergeben können, die Fehler. Das ist das Wichtige. Oder? Und je besser dass wir das können, zusammen und untereinander, desto besser ist das Geschäft. Das Geschäft ist nur so gut wie die Leute, die drinnen sind. Was mich eigentlich jetzt in dieser Corona-Zeit schwierig dünkt, man merkt, die Leute sind verunsichert. Und wenn die Leute verunsichert sind, dann fängt das eine gewisse Nervosität oder Aggressivität an. Oder? Eigentlich, was ich schade finde, ist, dass man wie Schuldige sucht jetzt, oder? Und die gibt es nicht. Es gibt, beziehungsweise ob es sie gibt oder nicht, ist gar nicht so wichtig. Wenn man sich aufregt, wenn man sich engagiert und engagiert im Sinne von anti oder gegen etwas, oder,
dann wendest du Energie auf für etwas, das dich selber nicht glücklich macht. Also dort zu versuchen, sich dort zu engagieren, wo man merkt, es tut einem auch gut, oder? Gibt mir eine gute Energie. Also, ob das nachher im Beruf ist, oder in der Familie oder in der Freizeit. Aber braucht deine Energie für positive Vibes. Und dann geht es dir gut, oder?